Endlich angekommen in Zagreb und ich glaube, das war hier eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, da sind wir wieder. Zurück mit einer neuen Folge meines großen Europa-Roadtrips, der mich nun nach Portugal geführt hat. Mein erster etwas längerer Stopp. Und zugleich ein Ort, der mehr mit mir macht, als ich gedacht hätte. Wer noch einmal sehen will, wie ich hier gelandet bin, oben am Bildschirmrand oder unten in der Beschreibung zu diesem Video, findet ihr die Links zu den bisherigen Folgen. Ich habe ja innerhalb von 3 Tagen 3010 Kilometer abgerissen. Mehr oder weniger in einem durch. Jo. Das war ein heftiger Trip. Ich hatte es mir, glaube ich, etwas einfacher vorgestellt. Aber sei es drum. Es war ein Plan und ich habe ihn durchgezogen und das war für mich gut, richtig und wichtig. Und hier in Zagreb erwarten mich nun 3 Dinge. Wind, Wellen und ein gewaltiger Denkzettel. Denn was als simples Ich schlaf mal kurz im Tesla-Experiment begann, wird hier zur Lehrstunde in Sonnenbrand, Sinnfragen und Storytelling-Krisen. Kurz gesagt, weniger Video, dafür mehr Geschichte. Mehr Unplugged, mehr Ulf. Herzlich willkommen bei Ulf Unplugged Up and Away. Schön, dass ihr dabei seid. So, also da sind wir nun endlich angekommen am Strand. Ich muss zugeben, ich habe hier heute schon ein wenig länger den Tag verbracht. Es ist jetzt schon etwas späterer Nachmittag. Es war einfach zu herrlich und ich hatte keinen Bock jetzt noch Videos zu drehen, auch wenn das vielleicht nötig gewesen wäre. Das ist hier direkt bei meinem Hotel nebenan und es ist ein wirklich ganz cooler Strand, das kann man nicht anders sagen. Ja, ich war angekommen. Und zugleich auch ziemlich platt. Die Planung, ja, sie war extrem ambitioniert gewesen. Über allem stand, ich muss schnellstmöglich nach Lissabon, um Melinda und die Kinder am Donnerstag rechtzeitig am Flughafen abzuholen. Ein großer Plan mit wenig Puffer. Also keine Zeit für Umwege, für Pausen. Nur Zagreb war gesetzt gewesen. Runterkommen. Endlich mal nicht fahren. Das ist nett hier, oder? Temperaturen, ich würde tippen unter 30 Grad vor allem. Man merkt das nicht so heftig aufgrund des Windes, der hier auch weht. Das gefällt mir hier alles sehr, sehr gut. Und so vergeht der Tag wie im Flug. Die Kamera filmt die Wellen und ich chille und relaxe. Und abends? Das gleiche im Laufen. Ziemlich entspannt die Hauptstraße rauf und runter. Aber die Akkus waren leer. Der meiner Kamera, der meines Handys und vor allem mein eigener. Daher passiert an diesem Abend auch nicht mehr viel. Immerhin, für einige Schnappschüsse reichte es noch. Alles preisverdächtige Aufnahmen. Ein Zoom-Foto vom Leuchtturm. Ein Bild von den Bars, die uns unsere Freundin Anna empfohlen hatte. Und dann noch einige Impressionen vom angrenzenden Food Court, der bei Touristen so beliebt ist. Schlussendlich kehrte ich aber dann doch im kleinen Restaurant am Hotel ein und bestellte ein bayerisches Weißbier plus portugiesisches Wasser. Mein Trip, meine Entscheidung. Zu später Stunde schoss ich im Vorbeigehen noch einige Nachtaufnahmen. Dann ging's ab ins Hotelbett. Endlich Ruhe. Der nächste Morgen. Skurril geht's los im Badezimmer. Schaut mal hier. So ein Ding. Ich kenne sowas eigentlich sonst nur aus dem Krankenhaus, damit man so mit dem Ellenbogen den Wasserhahn auf und zu bekommen kann. Mag das vielleicht hier in Portugal anders sein? Nutzt man hier so etwas regulär? Schaut mal hier, also in der Dusche ist das genauso. Wenn man dann duscht, dann rammt man sich immer diesen Bügel in den Rücken. Und hier, bei dem Ding hier, wenn man halt die Zähne putzt und sich etwas runterbeugt, haut man sich diesen Stiel fortlaufend ins Auge. So zumindest mir passiert. Also vielleicht bin ich auch einfach nur zu dösig, um das richtig zu begreifen. Lustig wird's beim Frühstück. Die Dame an der Rezeption schickt mich, kein Witz, in den Keller. Und tatsächlich, da unten ist der Frühstücksraum. Fenster, Fehlanzeige. Warum auch, ist ja schließlich ein Keller. Aber offenbar war man bemüht, den Eindruck von Tageslicht zu erzeugen. Die Lösung? Ein LED-Panel mit Sonnenaufgang-Feeling. Naja, stimmungsvoll ist anders. Der Charme des Raums? Kühl, klinisch, ein Hauch von Bunkerromantik. Wobei Bunker trifft es nicht ganz. Dafür ist es hier unten, zu leer. Vielleicht sollte ich es mit dem Motto über dem Buffet halten. Enjoy the little things. Na dann, guten Morgen Zagreb. Dann also zurück an den Strand. Der halbe Tag verchillt. Kalte Drinks genossen. Die Kamera liegen gelassen. Bewusst. Und irgendwann nach dem 3. Becher, oder war schon der 4., kommt sie wieder. Diese Lust, was loszuwerden. Ein Zwischenfazit. Spontan, roh, leicht angeschickert. Aber ehrlich.
Also erzähl mal, wie findest du den bisherigen Trip? Es war alles dann doch ziemlich anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe nicht so viel Carcamping gemacht, wie ich das mir in den letzten Monaten ausgemalt habe. Und sonst noch irgendwelche Fehler begangen? Ich habe viele Sachen mitgenommen, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob ich sie überhaupt auf diesem Trip noch brauchen werde. Einige Sachen habe ich sogar gleich zu Hause gelassen, was mir im ersten Augenblick, als ich sie ausgeladen habe, doch ziemlich schwer fiel. Zurück zur Frage aller Fragen. Bist du nun ein Carcamper oder nicht? Das ist ja eine Diskussion, die zwischen Melinda und mir insbesondere tobt. Vergiss es mit dem Schlafen im Auto. Du bist einfach kein Campingtyp. Ich habe da immer gegengehalten. Ich glaube, ich bin tatsächlich kein Camper. Und vielleicht bin ich auch noch nicht mal ein Carcamper. Ich glaube, ich bin ein Freund des Roadtrips. Jetzt kannst du es ja rauslassen. Was nervt dich am Carcamping besonders? Was dieses Carcamping insbesondere lästig macht, ist dieses ständige Hin- und Hergeräume der Kisten, Säcke, Taschen, Koffer. Das ist etwas anderes, wenn ich ein festes Ziel vor Augen habe und dort 4 bis 5 Tage bleibe. Dann kann ich mir ein Beistellzelt mitnehmen und dann kann ich dort vor Ort alles rausräumen, ein wunderbares Bett installieren mit einer guten Matratze und dort drin kann ich dann sicher und klimatisiert schlafen, weil ja all die Klamotten dann draußen im Beistellzelt stehen. Und bei diesem Trip ist das alles so viel anders? Etwas anderes aber ist es ja, wenn ich wie jetzt auf einem Roadtrip unterwegs bin und eigentlich jeden Tag ein neues Ziel erreiche, Etappen fahre. Wie jetzt auf diesem Trip. Da sitze ich dann auf einmal in Südfrankreich nach etlichen Stunden Fahrt und möchte ein paar Stunden schlafen. Hinten liegt fertig ausgerichtet meine wunderbare Matratze. Allerdings all die Klamotten, die man hat, die liegen da ja auch irgendwie kreuz und quer. Und das Sortieren dieser Sachen mitten in der Nacht, das macht einfach keinen Fetz, muss man so ehrlich sagen. Das ist voll nervig. Ich bewundere all diese Leute, die tatsächlich im Tesla Carcamping betreiben. Das erfordert ein unglaubliches Maß an Organisationstalent und Willen, glaube ich, auch so zu leben. Achtung, jetzt redet er sich gleich in Rage. Wetten? Ich habe zum Beispiel keinen Bock, hinten durch die Klappe ins Bett einzusteigen. Warum? Man kommt da irgendwie nicht so richtig rein. Also zumindest ich nicht in meinem Alter. Es sieht auch immer ein bisschen cringe aus, wenn einen andere Leute dabei sehen. Da kann man sagen, ja, stör dich doch nicht dran. Mich stört's, wenn andere Leute mich blöd angucken, wenn ich hinten durch meine Klappe im Auto in ein Bett krieche. Sorry, da bin ich spießig. Dafür bin ich zu alt, darauf habe ich auch irgendwie keinen Nerv. Ja, und wenn er dann mal so richtig loslegt, dann gibt's kein Halten. Übrigens noch eine Sache, warum das mit der Heckklappe und dem Einsteigen dort eine ganz blöde Idee ist. Diese Matratze, wenn sie aufgepumpt ist, die stößt so ganz hart an die Grenze dessen, was von der Länge her möglich ist. Also im Bestfall klettert man hinten rein und versucht dann mit der Handy-App die Heckklappe zu schließen. Dann schließt diese blöde Heckklappe allerdings nicht. Ja, und ohne geschlossene Heckklappe ist man natürlich nicht sicher. Also steigt man wieder aus, schiebt und ruckelt an einem irgendwie noch eine Runde rum, in der Hoffnung, dass dann die Heckklappe nun endlich zugeht. Man klettert wieder rein, habe ich alles ausprobiert, drückt wieder den Knopf auf der Handy-App, schließt die Heckklappe, geht wieder nicht zu. Also im Bestfall irgendwann klappt es dann mal. Allerdings dann, und das ist ja auch nochmal wichtig, man hat zugemacht, aber sicher abschließen, kann man nicht über die Handy-App. Warum? Nun ja, der Tesla hat ja nun mal dieses Auto öffnen. Sprich, ich nähere mich mit meinem Handy dem Auto, der Tesla erkennt mich bzw. das Handy und schaltet die Türen optional auf, sodass ich einfach nur den Griff tätigen muss und kann dann in den Wagen rein. Sprich, wenn ich nun im Auto liege und mit dem Handy abschließe, ja, schön und gut. Das Auto erkennt trotzdem, dass ich ja mit meinem Handy nah am Auto bin, beziehungsweise sogar drin bin und jeder kann von außen in das Auto reinkommen. Das wiederum kann man nur unterbinden, indem man das Auto abschließt und zwar auf dem Display des Wagens. Nun gut, kann man machen. Aber wenn man dann sowieso schon hinten sehr eingepfercht in seinem Wagen liegt, ja, dann probiert mal, euch so rumzudrehen und nach vorne zu klettern oder zu reichen, bis ihr an das blöde Display mit dem Schlosssymbol kommt. Dann ist es der Wagen wirklich abgeschlossen. Und ich glaube tatsächlich, Melinda hat recht. Ich bin kein Camper im eigentlichen Sinne. Ja, vielen Dank für diese großartige Lehrstunde in Sachen Tesla Carcamping. Dann ist ja alles gesagt, oder? Passt auf, der ist noch lange nicht fertig. Diese Option gäbe es ja auch noch. Ich steuere jeden Abend einen Campingplatz an und räume dann da meinen Kram raus.
Für eine Nacht macht das wenig Sinn, weil das ist einfach zu aufwendig. Aber dazu kommt noch ein anderer Faktor. Auf einem Roadtrip bin ich ja darauf angewiesen, möglichst viele Kilometer runterzureißen. Denn ich kann nun mal nicht 4-5 Monate auf Roadtrip gehen. Das erlauben meine familiären Verhältnisse nicht. Also es ist ein langer Trip und den hat jetzt schon 3 Tage gedauert. Wenn ich das also irgendwie noch in einer halbwegs angemessenen Zeit schaffen will, dann muss ich einfach Kilometer reisen. Heißt wiederum, Campingplätze kommen auch nicht wirklich in Frage, weil, wie jetzt geschehen, ich komme irgendwann um 11 Uhr abends irgendwo an und da kann ich auf gar keinen Campingplatz mehr draufkommen. Muss man bis 19, 20 Uhr da sein, ansonsten gilt da ab 22 Uhr Nachtruhe. Das ist also auch keine Option für mich. Aber nun sag doch mal etwas Positives. Was macht den Charme eines Roadtrips für dich aus? Ich liebe es, im Auto solche langen Strecken zurückzulegen. Wenn mich dann Leute fragen, ja, was hast du denn auf dem Trip gesehen? Dann sage ich, die Landschaft. Ich bin im Auto durch die Gegend gefahren und habe einfach die Straße und die Landschaft auf mich wirken lassen. Und bei den Stops an Superchargern oder an irgendwelchen Restaurants, wo ich ein bisschen gegessen habe, da lerne ich auch ein bisschen was über Land und Leute. Ich liebe den Trip, den Roadtrip, die Fahrt auf der Straße. Das ist das, was mir gefällt und was mir Spaß macht. Aber definiert sich ein Roadtrip nicht durch Sparsamkeit? Ein Hotel ist da doch tabu. Ich kann auch in einem Hotel übernachten, wie auf diesem Trip. Und das muss nicht zwingend teuer sein. Okay, wenn man absolut low budget unterwegs sein möchte und jeden Penny 3-mal umdrehen möchte, dann wird es schwierig. Aber in einem Hotel übernachten heißt ja nicht zwangsläufig, dass das jede Nacht irrsinnige Summen kosten muss. Auf diesem Trip das erste Hotel in Barcelona, gut, das war Barcelona. Ich hätte ja auch noch ein bisschen weiter rausfahren können, aber es war einfach spät. Ich brauchte einfach was. Das war ein Business-Hotel, hat mich 80 € die Nacht gekostet. Aber ich hatte eine frische Dusche, ich hatte eine saubere Toilette, ich hatte ein ordentliches Bett. Bingo, das ging auf. Die andere Nacht in Cordoba, auch erst nachmittags gebucht. Das war ein alter Bauernhof, den man zu einer Anlage umgebaut hatte. Kein Ort, an dem man jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tage verbringt. Aber für eine Nacht war das super. Und ich habe 49 € bezahlt. Selbst wenn ich auf einen Campingplatz fahren würde, es würde mich auch irgendwie 20, 30 € kosten, wenn es denn was halbwegs Ordentliches wäre. Mal abgesehen davon sind alle Campingplätze derzeit dicht. Das ist es mir wert. Ansonsten brauche ich diesen Trip nicht zu machen. Deshalb war das so nicht schlecht. Und ich würde auch mit dem Gesichtspunkt, dass ich einfach diese langen Wege zurücklegen muss, einfach gar nicht mehr einplanen, irgendwo verzweifelt am Wegesrand zu kampieren. Mit der Gefahr, dass man dort überfallen wird, dass die Polizei auf einmal vor Ort steht, dass die Anwohner das nicht lustig finden. Ja, das ist doch absoluter Stress. Warum soll man sich das antun? Ja klar, wenn ich 20, 25 bin, wenn es mit der Knete etwas knapp ist, dann kann ich das verstehen, dass man das ausprobiert. Da ist man jung, hat auch die Nerven, aber bitte, mit bald 55 Jahren kann, will und muss ich mir das ja auch nicht antun. Und zum Abschluss noch ein Wort zu Sagres. Glaubt mir einfach, Sagres hier im Südwesten von Portugal ist ein toller kleiner Ort. Tolle Restaurants, Bars, nicht sonderlich groß. Es hat ja eher einen dörflichen Charakter. Würde ich hier eine Woche Urlaub machen? Vielleicht. Alleine wohl eher nicht und vielleicht auch nicht mit der Familie. Aber um hier 2, 3 Tage zu verbringen, ganz wunderbar. Und im Vergleich zu anderen Orten ist das Ganze hier auch absolut bezahlbar. Amen. Wer bis hierhin durchgehalten hat, sei gepriesen. Mein alter Ego durfte noch eine Weile die Sonne genießen. Wobei genießen ist bei mir und Sonnenschein immer ein, zweischneidiges Schwert. Aber dazu werden wir noch kommen. Weiter geht's am Abend. So, liebe Freunde, 6:45, ein wenig ausgeruht. Jetzt geht es dann mal raus, bisschen was essen, Cocktail nehmen und ansonsten vielleicht noch ein bisschen die Aussicht genießen. Also ab ins Dromedario, die Empfehlung von Anna. Draußen alles voll. Schade. Dann eben drin. Geht auch. Der Service schnell wie der Wind hier draußen. Kaum bestellt, da steht auch schon der erste Cocktail. Und kurz darauf der Burger des Hauses. Groß, saftig, absolut verdient. Danach Cuba Libre. Und dazu Live-Musik. Irgendwas zwischen Reggae und Akustik-Jam. Alles sehr laid back. Sehr Sagres. Der Drink schnell geleert. Der zweite schon unterwegs. Und das Beste, das Ganze für kleines Geld. So klein, dass man beim Gitarristen fast ein schlechtes Gewissen bekommt. Also zügig in den Hut. Ein Abend wie aus dem Bilderbuch. Gute Drinks, gute Musik, gute Vibes. Sagres, du wirst mir fehlen. Aber morgen geht's weiter. In Lissabon ruft So, bereits. das war ein wunderbarer Abend, ein toller Burger, sogar 3 gute Cocktails. Jetzt reicht's, ich gehe zurück ins Hotel. Morgen geht's dann weiter nach Lissabon. Und dann muss ich halbwegs fit sein. Ein neuer Morgen.
Und der Blick in den Spiegel offenbart eine üble Überraschung. Ach ja, die Frage, was nehme ich denn noch mit aus Zagreb? Nun ja, ich kann es euch zeigen. Einen üblen Sonnenbrand im Gesicht. Einen üblen Sonnenbrand hier am Arm. Und die Füße zeige ich euch besser nicht. Da hat sich's auch übel niedergeschlagen. Aber sei es drum, ich werde es überleben. Ich suche mir eine Apotheke. Ulf ohne Sonnenbrand, das geht halt nicht. So, nun geht's aber wirklich los. Ja, was war da eigentlich los? Etwa nicht eingecremt? Doch, habe ich, natürlich. Ich weiß ja, wie gefährdet ich bin. Aber rund um Nase, Mund und am T-Shirt war ich wohl, sagen wir, optimistisch. Und die Füße? Klar, auch eingecremt. Aber dann kamen die neuen Flipflops mit den breiten Riemen. Tja, offenbar haben die Riemen die Sonnencreme weggesaugt. Jedenfalls hat mein Sonnenbrand jetzt exakt deren Kontur. Design bei Dummheit. Typisch Ulf. Schon in den 90ern war ich Dauergast in der Nordseeklinik auf Sylt. Der Typ, der bei 27 Grad im Langarm-Shirt am Strand saß. Aus Selbstschutz. Und das Prinzip. Ich weiß, too much information. Also, cut. Zurück auf die Straße. Mit diesem Sonnenbrand war meine Lust auf Sightseeing exakt 0. Ich ließ alle geplanten Stops links liegen und peilte direkt mein nächstes Ziel an. Caparica, das lässige Strandviertel auf der anderen Seite des Tejo, gleich gegenüber von Lissabon. Dort hatten Melinda und ich für die ersten Tage ein schickes Airbnb gebucht. Mehrblick inklusive. Meine erste Nacht in einer Airbnb-Wohnung überhaupt. Ich war gespannt. Melinda und die Kids würden gegen Abend landen. Ich hatte also noch ein paar Stunden Zeit, mich einzurichten. Und ganz ehrlich, mich auch ein bisschen zu erholen. So, der sonnenverbrannte Ulf ist jetzt endlich angekommen in der Unterkunft in Caparica in Lissabon. Machen wir noch eine kleine Rundtour, oder? Also, was haben wir denn hier? Hier ist die Küche. Weiter geht's. Das Elternschlafzimmer. Kinderschlafzimmer 1. Badezimmer. Und das Wohnzimmer mit einer Gästecouch. Und dann das Highlight, der Blick nach draußen. Da. Direkter Meerblick. Melinda und die Kinder sind jetzt am Flughafen, fliegen bald ab. Ich schleppe jetzt noch alle Sachen rein und werde dann mal kurz ein bisschen verschnaufen und sie dann später vom Flughafen in Lissabon abholen. Bis jetzt klappt alles ziemlich reibungslos. Ich bin begeistert. Ein paar Stunden später stehe ich an der Ankunft des Flughafens. Irgendwie habe ich es durch den Verkehr geschafft. Tja, da stehen wir nun am der Ankunft und warten auf den Rest der Familie. Die müssten eigentlich sogar schon gelandet sein. Da vorne müssten sie gleich rauskommen. Auch hier habe ich wieder ein wenig gelernt. Ein wichtiges Learning, das man mitnehmen sollte, bevor man zu einem Flughafen in einem fremden Land fährt. Man sollte wissen, was Ankunft und Abflug in der jeweiligen Landessprache heißt. Ich habe es inzwischen gelernt. Chegadas ist Arrival. Nun gut, habe mich ein bisschen verfahren. Ich stehe im Parkhaus irgendwo hier. Alles etwas chaotisch, aber sehr lustig. Mal gucken, wie ich nachher rauskomme wieder aus diesem etwas chaotischen Gebäude mit dem noch wilderen Parkhaus. Übrigens noch etwas aus dem Bereich, völlig undurchsichtig. Ich habe ja diese Mautbox, Beep and Go. Und die ist verbunden mit Via Verde. Das ist dieser portugiesische Dienst, der die Online-Abwicklung für die Mautgebühren macht. Und mit dem kann man auch in Parkhäusern parken. Und dieses Parkhaus hier am Flughafen ist so ein Via Verde-fähiges Parkhaus. Ich also eben davor gefahren, die Via Verde-Taste gedrückt, weil ich dachte, man würde automatisch erkannt werden, aber ist irgendwie wohl nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Das sagt einem das System ja nicht. Und das klappt hier nicht. Also habe ich dann auf die Karte gedrückt, also auf die normale Einlasskarte, in der Hoffnung, damit dann reinzukommen. Ich gucke zwischendurch immer, ob da jemand durchs Tor kommt, aber ist noch nicht der Fall. Vielleicht muss ich auch jetzt zweimal die Parkgebühr zahlen am Ende, wer weiß. Ähnlich übrigens auch, als ich vorhin hier über die große Brücke in Lissabon gefahren bin.
Da bin ich jetzt auch wieder über die Via Verde Route mit der Mautbox gefahren. Das piept nicht und macht sonst nichts. Ich weiß nicht, ob der mich richtig registriert hat. Ich bin gespannt, was das noch geben wird an Kosten hinter auf der Rechnung. Also Mautbox Bip and Go hier in Portugal klappt vielleicht gut, aber muss man auf jeden Fall checken, was man da eigentlich mit anstellt. Sonst hat man hinterher Kosten, die ins Exorbitante vielleicht steigen. Werden wir noch prüfen. Und dann, zack, sind sie da. Melinda und alle 3 Kinder. Natürlich erkennt mich erstmal keiner. Klassiker. Ich winke, ich lächle, nichts. Aber dann plötzlich große Wiedersehensfreude. Umarmungen, Rucksäcke, Chaos. Alles wie immer. Und damit ist es klar, der Solo-Trip ist vorbei. Ab jetzt wird's, nun ja, lebendig. Wenn euch diese Folge gefallen hat, macht den Algorithmus glücklich und gebt mir ein Like. Oder teilt das Video mit Menschen, die auch mal 3000 Kilometer für einen Sonnenbrand fahren würden. Und wer ganz mutig ist, Abo dalassen. Kostet nichts, macht mich aber happy. Und so geht's weiter. Wir tauchen ein ins Surferviertel Caparica mit Beachbars, die viel schöner sind als mein Hotelkeller, sammeln Sand zwischen den Zehen und Sonnenuntergänge fürs Herz, streifen durch die Gassen Lissabons und wohnen in einem Haus direkt am Meer. Das da, das Häuschen, das ist unsere Unterkunft. Ein Beachhaus. Das ist schon ziemlich cool. Also, ich könnte es hier länger aushalten. Ja, ich auch. Airbnb, Baby. Also bis zur nächsten Folge. Ulf Unplugged. Nun im Familienmodus.